Hallo, Konnichiwa. Wir haben Samstag und es sind 14 Grad Celsius und wir sind hier in Herzogenaurach. Die Stadt liegt westlich von Erlangen und Nürnberg. Durch das Gemeindegebiet fließt die mittlere Aurach. Überregional ist Herzogenaurach als Sitz der 3 international operierenden DAX-Unternehmen Adidas, Puma sowie Schaeffler bekannt. Urkundlich erscheint Herzogenaurach erstmals 1002 in der Geschichtsschreibung. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich in Herzogenaurach insbesondere die Schuh- und Bekleidungsindustrie. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die beiden Sportschuh- und Bekleidungskonzerne Adidas und Puma gegründet. Die Stadt Herzogenaurach geriet im Zug der Kriegsvorbereitungen der nationalsozialistischen Deutschen Reichs in den Fokus der Militärstrategen. Die fränkische Kleinstadt wurde 1934 Standort einer Flugzeugführerschule zum Aufbau einer deutschen Luftwaffe. Die Baumaßnahmen wurden zunächst getarnt durchgeführt. Offiziell sollte auf dem bis dahin landwirtschaftlich genutzten Gelände bei der Zwei-Marter-Linde ein Notlandeplatz des Deutschen Luftsportverbandes entstehen. Die Luftfahrt AG Berlin leitete anfangs formal den Bau des neuen Flugplatzes. Im Jahr 1935 fiel die Tarnung. Die Fliegerhorst-Kommandantur Fürth übernahm die Fortführung des Bauprojekts. Im Norden des Flugfelds, das mit Backsteinen befestigt und mit Gras überwachsen war, entstanden Kasernenanlagen und Flugzeughallen sowie das Werftbereich mit einer Lehrwerkstatt. Zum 1. Oktober 1935 wurde Herzogenaurach offiziell Standort einer Fliegerhorst-Kommandantur. Die erste Garnison traf im November am Herzogenauracher Bahnhof ein. Der Militärflugplatz diente in erster Linie zur Ausbildung und Umschulung von Jagdfliegern. Von 1939 bis 1945 waren in Herzogenaurach Jagdgeschwader stationiert. In den letzten Kriegsjahren zusätzlich Nahaufklärungsgruppen. Die alliierten Truppen hatten auf eine gezielte Bombardierung des Geländes verzichtet, das von der US-Luftwaffe als Einsatzflughafen vorgesehen war. Amerikanische Einheiten übernahmen am 16. April 1945 den Fliegerhorst nahezu unzerstört. Die amerikanische Militärstation Herzo Base bestand zwischen 1945 bis 1992. In den letzten Kriegswochen hatte die US-Luftwaffe den besetzten Fliegerhorst für den Vormarsch der alliierten Truppen genutzt. Dazu war von US-Pionieren eine befestigte Landebahn mit einer Gesamtlänge von 2000 Metern verlegt worden, die weit über die ursprüngliche Umzäunung hinaus reichte. Nach der Kapitulation Deutschlands belegten wechselnde US-Kampftruppen das Militärgelände.
Bereits im Jahr 1947 wurde die Herzogenauracher Garnison zum Horchposten der militärischen Abwehrdienstes der amerikanischen Landstreitkräfte ausgebaut. Die Army Security Agency USASA richtete sich in den deutschen Kasernen ein, die den Zweiten Weltkrieg unbeschädigt überstanden hatte. Eine Flugzeughalle wurde zum abhörsicheren Operationszentrum, das frühere Flugfeld zum Antennenstandort. Abhörspezialisten überwachten von hier aus den Funk- und Sprechfunkverkehr des kommunistischen Teils Europas. Der Umstrukturierung und Bündelung der Einrichtungen der USASA in Augsburg wurde Herzogenaurach 1972 als Standort aufgegeben. Die anschließenden 20 Jahre blieb das Militärgelände in der Hand der US-Feldartillerie, die dort Einheiten mit Kettenfahrzeugen, Hubschraubern und Kurzstreckenraketen stationierte. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Fall der Berliner Mauer begannen die Spekulationen um einen Abzug der GIs in Herzog Artillery Base. Die letzten in Herzogenaurach stationierten Truppenteile des 7. US-Armeekorps verließen den Stützpunkt im Februar 1992. Ursprünglich hieß die Siedlung Uraha, was etwa Viehtränke am Fluss bedeutete. Daraus wurde später Aurach, ein in Bayern häufiger Orts- und Flussname. Zur Unterscheidung von vielen anderen Orten gleichen Namens wurde Herzogenaurach daraus, möglicherweise wegen der Herzöge von Andechs-Meranien, die im Mittelalter dort begütert waren. Die Siedlung war aus einem fränkischen Königshof hervorgegangen. Weitere Informationen gibt es in den Bildunterschriften. Lasst also die Untertitel aktiviert, um alle Informationen zu erhalten.
Wir nehmen ihn nicht mit. Das ist mein Zusatzding. Das ist eine Sache, wo du den Betrieb drauf aufbauen kannst. Aber auch eines Was magst du tun? So langsam kommen wir zum Ende des Laufes. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Ja, ist auch dein Problem, nicht meins.